Wenn die Kraken dich sehen, dann denken sie sich nur, beziehungsweise deine Schenkel sehen, dann denken sie sich nur, Itadakimasu. Sir, you dirty ass weep. You dirty ass fucking ass weep. Dass man mit irgendjemandem handelt, dass man auch gebannt wird. Aber das ist halt das, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Also ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, woher Gala das überhaupt weiß, wer RMT hat. Weißt du? Das ist das, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Und wenn sie genau wissen, wer tatsächlich RMT hat. Klar, dass man dann den ersten, mit dem getradet wurde, dass der dann direkt auch mitverdächtig ist. Das ist ja immer eine Kette im Endeffekt, die Lieferkette sozusagen. Kann ich schon irgendwie verstehen, also grundsätzlich. Aber nicht, dass die Person perma gebannt wird. Also... Oder dass jeder perma gebannt wird, einfach nur aufgrund dessen, dass du mit dem gehandelt hast. Weil ich meine, es reicht ja eigentlich schon, wenn du denjenigen, der das Pen ja zum ersten Mal im Empfang genommen hat und derjenige, der es ihm getradet hat, dann hast du ja eigentlich den Lieferant und den Erstabnehmer. Und wenn du dafür Beweise hast, wofür bannst du dann noch die dritte Person? Ist meine Frage. Also wofür wird dann der dritte gebannt? Perma gebannt. Also... Das verstehe ich irgendwie nicht, weil eigentlich müssten sie ja dann gegen den auch Beweise haben, was wiederum bedeuten würde, dass die Person zurecht gebannt wurde. Aber da jetzt ja immer mehr Leute sagen, sie wissen nicht, warum sie gebannt wurden und wenn man mit so davon ausgeht, dass zumindest mindestens 10% der Leute, die das sagen, auch wirklich glauben kannst, also wahrscheinlich sind es mehr, aber weiß ja keiner. Also kann ja jeder alles behaupten, man weiß es ja nicht, woher soll ich das wissen, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Aber vom Prinzip her, die ganzen Mews mit zu erwischen? Ja, aber das funktioniert halt so nicht. Also ich meine, es kommt, also du weißt ja nicht, welche Charakter ursprünglich gebannt wurden. Ich meine, klar, wenn jetzt ein Vagrant einem Vagrant 500 Mio schickt und der zweite Vagrant das dann einem richtigen Charakter gibt, dann würde ich sagen, macht Sinn. Dann kann es eigentlich fast nicht sein, dass jemand Unschuldiges erwischt wurde. Würde ich jetzt fast, also klar, kann man so nicht sagen. Es kann immer jemand Unschuldiges erwischt werden. Ich weiß halt nicht, mit welcher Logik die vorgehen. Das weiß keiner von uns. Also ich kann es mir halt irgendwie nicht vorstellen. Und wenn das doch so ist, dann müsste man sich halt selbst einfach in Zukunft die Regel setzen, dass man mit keinen Low-Level-Charaktern mehr tradet. Dass man nur noch mit in Anführungszeichen richtigen Charaktern tradet. Außer es geht um F-Coin, dann ist ja wieder was anderes, dann kriegst du ja kein Penya, dann zahlst du ja das Penya. Dann ist es ja fast unmöglich, dass RMT ist. Ja. Also, es ist schwer zu sagen, weil du weißt halt einfach nicht, wie Gala vorgeht. Niemand weiß das. Und ja, schwierig. Gibt keine Lösung dafür. Aber ich kann mir halt, wie gesagt, nicht vorstellen, dass sie einfach, keine Ahnung, das sind jetzt, sag ich mal, die ersten 5 Charakter, oder dass sie immer die ersten 5 oder 10 Charakter in der Kette direkt alle wegbannen. Das wäre geistesgestört, weil wenn da wirklich jedes Mal 2, 3 Unschuldige dabei sind, dann gibt es in 2 Monaten keine Spieler mehr. Dann sind in 2 Monaten alle Spieler gebannt. Das können die so gar nicht machen. Das wäre viel zu crazy. Da würden so viele Unschuldige weggebannt werden, dass sie in kurzer Hand ihr eigenes Spiel zerstören würden. Also halt wirklich zerstören würden. Das kann unmöglich so sein. So können die nicht vorgehen, langfristig. Wenn man High-Value-Trades beobachtet und sich einer davon aus China einloggt und einer davon aus DE und der aus DE das Penya dann handelt, wäre diese dritte Person ja ebenso verdächtig. Ja, aber so kannst du ja immer argumentieren. Wie gesagt, ohne Beweise kannst du immer sagen, ja, der nächste weiß bestimmt auch davon und der vielleicht auch. Die sitzen bestimmt alle im selben Boot, schau mal, die waren in der gleichen Gilde. Wo hörst du dann auf? Das ist ja einfach nur noch random in die Dunkelheit mit dem Finger zeigen und sagen, ach, der weiß bestimmt auch davon, bannen wir den auch mit weg. Das ergibt keinen Sinn. Wie gesagt, wenn sie so vorgehen, dann ist das Spiel in 2 Jahren tot. Spätestens. Weil sie dann bei jedem Trade höchstwahrscheinlich einen Unschuldigen mitbannen. Und wenn sie 100 Leute im Monat bannen oder 100 RMT-Fälle pro Monat aufdecken, bannen sie jeden Monat 100 Unschuldige. Und 100 Schuldige. Und 100 Penya-Trader. Also,
Ein Großteil ihrer Community. Auf lange Sicht. Ich bin der weißeste Schüler, Sir. Macht dich das nicht zum Meister? So weiß bin ich gar nicht. Come on, man. Ich wollte ein bisschen in der Sonne. Cup. So, wenn du keine XP verlieren willst, weil du auf irgendwas hinarbeitest, auf irgendein bestimmtes Level oder so, und du willst wirklich keine XP verlieren, dann darfst du eigentlich nicht farmen gehen. Also ich meine, klar, es ist ärgerlich, wenn man stirbt. Ich sage ja nicht, also ich reg mich jedes Mal auf. Aber auf FEC war es teilweise so, oder ich habe schon mit Leuten zusammen gefarmt, da war es teilweise schon so, die haben sich dann so sehr über die Tode aufgeregt, dass du dich halt gefragt hast, ja gut, warum farmst du überhaupt Dungeons? Ich meine, klar kann man sich aufregen an sich, dass man gestorben ist, aber dann so die ganze Zeit andere Leute fronten, weil man selbst gestorben ist oder so und sich die ganze Zeit über die XP-Verluste so extrem aufregt, dann denke ich mir halt so, naja, ich meine, ein paar Tode muss man einfach in Kauf nehmen. Gehört halt dazu. Ich meine, wenn du nicht sterben willst, dann geh nicht zu einem Bossmonster, das dich one-shotten kann, sondern bleib bei den Low-Mobs und Level einfach. Also, keine Ahnung. Finde ich halt cringe. Wenn du nicht sterben willst, dann geh nicht zu Red Meteor im Endeffekt. Oder zu irgendeinem anderen Boss. Hab noch Riesenknödel mit Pflaumenfüllung. Geil, was ein Freitagabend. Ja, gönn dir, ne? Klingt absolut disgusting. Aber einen guten wünsche ich dir. Ekelhaft. Lass es dir schmecken. Noch nie was Ekligeres in meinem Leben gehört. Was heißt, du kannst ehrlich wieder bei Twitch rein? Wieso kommst du denn nicht rein? Du hast die Schlüssel verloren. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Bro. Sag, wenn ich aufmachen soll, dann schieb rein. That's what she said. What the fuck? That's what she said, bro. Das, wenn so jemand eine E-Mail schickt. Ja, an alle Kollegen, die ich jetzt nicht mehr persönlich verabschieden konnte. Ab jetzt bin ich im Ruhestand. Waren schöne Jahre mit euch. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Und dann immer die klassische Ingeborg. Ach, Adelheid. Mensch, jetzt haben wir uns gar nicht mehr gesehen. Ich wünsche dir alles Gute. Und schickt's an den gesamten Verteiler. Bro. Der Klassiker. Von Menschen. Würdest du sagen, Maschinen werden bald die Welt erobern, indem sie alle Menschen töten und uns zu ihren Sklaven machen? Na, Mann. Vergiss es. Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper. Was machst du denn für ein langes Gesicht?